the 29th of July, when we announced that we were doing the trip with Greta, I think I had over 300 phone calls from media outlets all over the world. Teen climate activist Greta Thunberg, the 16-year-old from Sweden, captured the world's attention. I don't know, I will just have to get on the boat and see what happens. The 16-year-old is sailing across the Atlantic from the English coast to New York City. It was insane. I thought by like 11 p.m. things would get quiet, but it just carried on. Que finalmente llegó. Tuvieron que atravesar todo el océano Atlántico. Had like people in Japan, Australia, all parts of Asia calling for interviews. So I was just there like answering like call after call. And it would be, if you had a 2-minute call, I'd have already missed 3 other calls. We're a small team, so I'm used to doing PR and media, but not on such a huge scale. So it got to the point it was like impossible to do it all, but still did a lot of interviews and just had to be a bit ruthless and only take specific channels or pool the interviews because it just wasn't physically possible to manage it all, I guess. Ich habe von Freunden erfahren, dass ein gemeinsamer Schulfreund der Skipper ist, der Greta über den Atlantik segeln wird. Habe das dann Benjamin erzählt. Und Benjamin sagt, ja gut, frag dich doch, was wir die tun können. Das ist so ein tolles Projekt. Wir machen pro bono, wir können da irgendwie Social-Media-Betreuung machen und guck doch mal, vielleicht brauchen die ja irgendwas von uns. Ich meine, hey. Von mir war es ja mehr oder weniger so dahingesagt, biet denen doch mal was an, wir könnten die doch unterstützen. So we had a meeting just so after we had met with Greta and the team in Paris, then we had a meeting with Part, and then they fully started just around the time of the test sail. So quite close to the start of the whole trip. Part's role in it as well was helping us tell the story of what's happening and showing people. Die Idee war, verschiedene Kanäle auf eine Ebene zu bringen. Also für eine Nutzerin oder einen Nutzer erfassbar zu machen. Und von uns kam die Idee, wir könnten die Geschichte dieser Überfahrt anhand von Social-Media-Posts entlang der Geodatenveränderung erzählen. Und auf dieser Fortbewegung veröffentlichen wir die Posts. So it showed everything from the wind data to the exact location of the boat, to the speed of the boat, and also had the social media track. Ich habe die Überfahrt einerseits in Social Media in dem Sinne live mitverfolgt, durch die Updates, die regelmäßig gepostet worden sind. Aber mich hat vor allen Dingen eigentlich interessiert, wie das dann von klassischen Nachrichtenmedien wieder aufgegriffen worden ist. Als Greta über den Atlantik gefahren ist, hatte ich mich kurz gefragt, ob jetzt 2 Wochen so Funkstille ist, ob man nichts hört. Und sie war erstaunlich präsent, glaube ich, in den Köpfen und in den Gedanken vieler Menschen. Das war interessant zu erleben, wie sehr doch dann die Welt auf einmal auf dieses Boot im Atlantik geguckt hat. Fridays for Future wird es so ohne Social Media nicht geben. Dass Menschen sehen, was wir machen und was wir wollen, hängt für uns nicht davon ab, ob zufällig ein Lokaljournalist vorbeikommt oder halt eben nicht. Was Social Media für uns bedeutet, ist auch ein enormer Ermächtigungsprozess. Und das ist eigentlich fast das Schönste zu sehen, dass marginalisierte Stimmen, die bisher keine Agenda hatten, die bisher quasi nicht wahrgenommen wurden von der klassischen Politik, damit aber eine Machtbasis aufbauen können. In dem Fall sogar gesamtgesellschaftlich gemeinwohlorientiert Sachen verändern können. Nicht nur lokal, nicht nur national, sondern in dem Fall von Fridays for Future sogar international. Social Media ist eine Mischung aus Reichweite und Vernetzung. Über das Miteinander kommunizieren, über das sich miteinander vernetzen, entsteht Reichweite und entsteht sozusagen auch ein Einfluss und eine, wenn man so will, ein politischer Einfluss. Und gleichzeitig war Social Media die erste Weise, wie wir uns mobilisiert haben. Weil wir hatten ja nicht so damals die klassischen Plakate, wir haben keine irgendwie Annonce aufgegeben, sondern es war halt wirklich alles organisiert über WhatsApp-Gruppen. Wie damals alle Politikerinnen so ausgerastet sind, als plötzlich ein paar tausend Leute auf den Straßen standen und sie überhaupt nicht kapiert haben, wo all diese Kids herkamen, weil sie sich nicht mit Social Media auskannten und weil sie nicht gemerkt haben, dass was bei ihnen noch überhaupt nicht im etablierten politischen System angekommen war, auf Social Media schon totale wie eine Bombe eingeschlagen hatte und irgendwie Wellen gezogen hat. A generation who have the drive and the enthusiasm to seize the opportunity while we still have time. Das macht was mit der Luft, mit der Atmosphäre. Das vibriert.
wir diese Transformation angehen können, dass wir die Menschen mitnehmen können, dass wir tatsächlich Teil von der Lösung sein können, von einer Geschichte, die wir auch selbst schreiben. Das geht, aber da brauchen wir mehr Menschen für als je zuvor, die feststellen, dass sie jetzt laut werden müssen. Weil solange sie leise bleiben, unterstützen sie diejenigen, die immer noch im Gestern versackt sind. Deswegen lassen sich Leute da einerseits informieren und dann wird daraus mehr. Dann liken sie das, dann teilen sie das und plötzlich beteiligen sie sich eben auch an Offline-Protesten auf der Straße. Wir können die Macht, die von Social Media ausgeht, ja nicht denen überlassen, die dieser Welt oder den Menschen Böses wollen, sondern wir müssen uns diesen Potenzialen ermächtigen und sie uns zu eigen machen. Und das fängt an, dass wir gute und wichtige Botschaften in die sozialen Räume digital reinsenden und mit Menschen darüber interagieren. Das heißt aber auch, dass wir ein bisschen diese digitalen Räume verteidigen. Also die Frage, welche Rolle spielt Social Media in politischen Bewegungen, in gesellschaftlichen Bewegungen, ist genau die Frage, die uns tagtäglich beschäftigt. Was bedeutet es, dass Bewegungen wie Fridays for Future entstehen und vielleicht auch entstehen müssen, um politisch was zu verändern? Ich glaube, Social Media verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir hier Demokratie leben, sondern sie transformiert sie regelrecht. Wir erleben auf einmal, dass demokratische Prozesse irgendwie partizipativer werden können. Wir können online voten, wir können Petitionen abstimmen, wir können uns online organisieren, wir können teilhaben, wir können mit Livestreams überall irgendwelche Debatten verfolgen. Und dass daraus eine Bewegung erwächst, dass man merkt, wir haben wirklich hier einen Hebel in der Hand, dass wir was verändern können. Und dass es nicht so ist, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie die Anstrengungen sind sinnlos, sondern indem wir das gemeinsam vermitteln und man auch merkt, dass alle an einem gemeinsamen Strang ziehen, dann ist das genau das, was wir brauchen, um unseren Herausforderungen zu begegnen im Sinne des Klimawandels. Ich glaube, diese Bilder von ihr und diese Videos, wo sie auf diesem Boot saß und um sie herum war einfach nur Leere, nichts mehr. Das war richtig krass. Und das haben, glaube ich, viele Menschen erst dann verstanden, als sie festgestellt haben, irgendwie mit Videos oder sowas, wie laut das zum Beispiel auf diesem Schiff die ganze Zeit ist und dass du ja wirklich nichts siehst außer Meer. I mean, Greta herself said it was nice to be disconnected. So she had people on the ground who were connected for her. Wir haben diese Reise von Greta nach New York begleitet, weil es vermutlich eines der wichtigsten Ereignisse in unserem Leben ist. Wenn wir auch natürlich nur ein winziger Teil dessen sind, sind wir jetzt Teil dieser Geschichte.